Geht schon gut los hier vorm Stortenploppen. Hallo, wir sind gerade in Italien im Osterurlaub. Hier ist es ungefähr 10 Grad kälter als in München. In München sind es so 22 Grad und hier eher 12. Und es regnet super viel. Und dafür kann ich mich endlich mal diesem Video hier widmen. Seven Serpents Quick Bite 2023. Wir sind da beide mitgefahren, wir sind beide solo gestartet und wollten unbedingt die Erfahrungen auch noch teilen. Für Nick war es nämlich sein erstes Unsupported Bikepacking Race, was sozusagen mehr als einen Tag dauerte. Er ist ja schon mal die 300 Kilometer beim Bohemian Border Bash Big Bash gefahren. Und warum ich dieses Video unbedingt fertigstellen wollte, ist, dass ich diesen Schlafentzug, den es bei solchen Veranstaltungen ja häufig gibt, mal zeigen wollte. Einmal nach der ersten Nacht habe ich in die Kamera gesprochen. Ich bin auf der ersten Insel und mit der Brücke wollte ich es eigentlich dabei belassen und irgendwie nach Rijeka fahren, um da irgendwie zurück nach Trieste zu kommen. Aber dann das Video spricht aber seine eigene Sprache. Naja, ich habe mich auf jeden Fall nicht so gefühlt, wie das wirkt. Und das finde ich ziemlich krass und wollte das gern mal zeigen. Beginnen wir aber mal von vorn mit der Anreise. Wir sind auf dem Weg zum Seven Serpents Quick Bite. Vorher waren wir am Gardasee zum Bike Festival. Ich habe auf dem Bike Festival gearbeitet und Nick hat ein paar längere Touren gemacht. Und von Riva sind wir dann mit dem Rad nach Ljubljana, wo eben das Seven Serpents Quick Bite startet, gefahren. Allerdings, weil ich wirklich fertig war von diesem 4-Tage-Bike-Festival, haben wir einen Tag Pause eingelegt und haben gesagt, wir skippen einen Teil unserer geplanten Strecke mit dem Zug. Gestern brauchte ich einen Tag im Hotel, um irgendwie klarzukommen, und deswegen nehmen wir später noch ein Stückchen einen Zug, aber den Großteil fahren wir mit dem Rad. Das war auch eine absolut gute Entscheidung. Ich lag einen Tag im Hotelzimmer rum, komplett fertig und brauchte einfach mal einen Tag komplett ohne irgendwelche Eindrücke. Dann waren wir beim Bahnhof, sind erstmal in die falsche Richtung gefahren, und zwar zurück in die Berge, haben das aber dann gemerkt und dann ging es mit dem Zug nach Trieste. Am nächsten Tag sind wir die letzten 100 Kilometer von Trieste nach Ljubljana noch mit dem Rad gefahren. In Ljubljana hatten wir dann auch noch 2 Nächte Zeit. Wir sind unsere Sachen waschen gegangen. Wir haben uns mit Snacks eingedeckt, Gummitierchen und sowas. Wir haben überlegt, was wir tatsächlich alles mitnehmen für Seven Serpents Quick Bite, und den Rest haben wir dann abgegeben, dass der zum Ziel transportiert wird. Was wir dabei hatten und wo wir es am Rad verstaut hatten, seht ihr hier. Wir haben uns zum Beispiel für einen Schlafsack und für eine Isomatte entschieden, weil wir nicht wussten, dass wir durchfahren würden. Wir waren eigentlich überzeugt, dass wir uns jeweils mal mindestens einmal auch länger zum Schlafen hinlegen würden. Dann waren die Räder fertig gepackt und wir haben uns am Abend noch mit ein paar Freunden und Freundinnen getroffen. Und dann ging's los. Jetzt sind es noch 10 Minuten ungefähr bis zum Start. Ich saß gerade neben Nicks Rad und plötzlich strömte da die Luft raus. Also schnell noch mal einen Flicken in den Reifen gesteckt und hoffentlich hält es jetzt. So funktioniert das. Das geht immer. Nicht immer. Also wenn das Loch zu groß ist, dann... Krass, okay. Was ist das für ein Hersteller? Dynapack heißt das.
Geht schon gut los hier vorm Stortenploppen. Ansonsten ist jetzt gerade schön die Mittagszeit, also kommt vielleicht langsam der Hunger, aber wir haben ja richtig viel dabei. Nick war absolut unsicher, wie er diese Veranstaltung angeht, weil eigentlich mag er es schon echt, auch die Landschaften anzusehen. Und das ist eigentlich sein größter Kritikpunkt. Er möchte nämlich die Landschaft, durch die er fährt, sehen. Und natürlich, nachts verpasst man sehr viel, wenn man durch die Nacht fährt. Und ich war eben komplett fertig und wusste nicht, ob ich es überhaupt zur Startlinie schaffe. Das habe ich geschafft und dann wusste ich aber nicht. Fahre ich 100 Kilometer, schlafe ich dann, fahre ich 200 Kilometer und schlafe, nehme ich mir im nächsten Ort ein Hotel und schlafe mich erstmal aus und fahre dann los. Das war alles offen. Und dann kam irgendwie alles anders, als wir es gedacht hätten. Nick ist einfach durchgefahren, der hat es komplett durchgezogen. Bei mir ging es auch ganz gut. Ich habe mir dann nach den ersten Kilometern gedacht, okay, ich fahre bis nach dem Nationalpark. Ich weiß nicht, es waren vielleicht dann so 200 Kilometer oder sowas. Und vielleicht lege ich mich dahin. Hier ist erstmal ein Asphaltanstieg. Nicht zu steil, keine Autos. Ganz gut. Die ersten paar Kilometer geschafft. Rad rollt ganz gut und ich fühle mich deutlich besser als vor 2 Stunden. 15 Kilometer schon von 540. Ich glaube, ich habe vielleicht so knapp 50 Kilometer. So, willkommen auf dem Seven Serpents. Wir haben jetzt den ersten langen Anstieg schon hinter uns. Wir sind bei Kilometer 50, genau 50. Was heißt wir? Ich bin alleine. Wir waren gerade noch zu dritt, aber irgendwie waren die beiden dann weg. Aber hier standen gerade die Fotografen vom Event, also kann ich nicht falsch sein. Ja. 50 Kilometer haben wir, nur nach 480. Ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Ups, um 12 ging es los. Wir sind jetzt 2 Stunden 20 unterwegs. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich bin ich zu schnell angegangen, aber das ist ja nichts Neues. Von daher halte ich euch auf dem Laufenden. Oh, mir geht es echt deutlich besser als die letzten Tage bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Es kann natürlich auch gut sein, dass es einfach wieder nach unten droppt. Ich esse fleißig. So, da hinter mir seht ihr vielleicht die Regenwand. Die habe ich gerade so umfahren. Ich bin nur leicht nass geworden und habe gehofft, dass es nicht noch mehr wird. Es hat gerade angefangen zu regnen und wie immer ist dann die Frage, lohnt es sich, die Regenjacke anzuziehen? Ja oder nein? Man weiß es nicht. Erstmal weiterfahren. Oh, ich muss halten. Ich bin jetzt bei Kilometer 91,7. Irgendwie habe ich das Schloss verpasst. Aber vielleicht kommt es auch gleich noch. Also ich habe es auch nicht verpasst. Ich hatte mir gemerkt, dass es bei Kilometer 87, 88 ist oder so. Und jetzt kommt es halt bei Kilometer 92. Ist es nicht schön? So, wir sind hier gerade so ein Media-Auto an mir vorbei mit dem Organisator Bruno und die haben mich gefragt, ob ich Erster oder Zweiter bin. Ich habe keine Ahnung und schon gar nicht hätte ich mich so weit vorne eingeschätzt, aber offensichtlich ist es vielleicht so, keine Ahnung. Ich hatte vor, auf das Live-Tracking erst irgendwie heute Nacht oder so zu schauen. Ich bleibe auch dabei, macht eh nur Stress, von daher. Ich genieße jetzt die geilen Gravelwege hier
Trinken hatte ich an dieser Burg da aufgefüllt. Da musste ich in dem Ort gerade keine Pausen machen. Das ging recht fix. Etwas später als Nick kam ich dann auch am Schloss an. Und genau wie er hatte ich dort auch mein Wasser aufgefüllt. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Für Nick ging es schnurstracks in Richtung Checkpoint 2. So, ich habe jetzt den ersten Track gewechselt. Das heißt, ich habe 143 Kilometer weg. Habe hier jetzt gerade einen Stopp gemacht bei so einem Bäcker. Habe mir für die Nacht nochmal, oder jetzt für abends, nachts, neues Wasser geholt, eine Cola, bisschen Eistee und ein Croissant. Ansonsten habe ich eigentlich essensmäßig alles dabei. Wir haben es 18:30 Uhr. Jetzt kommt so ein Remote-Stück von 100 Kilometer. Das wird sich eine Weile ziehen. Ich war auch irgendwann bei dieser Schiebepassage Hier angekommen. ging es letztes Jahr auch hoch. Beim Seven Serpents, glaube ich jedenfalls. Der Anstieg ist auch dieses Jahr nicht weniger steil als letztes Jahr. Und wieder runter. Jetzt geht es gerade schon ganz lange runter und mir ist ganz schön kalt. Und ich überlege, ob ich gleich an der Tankstelle, zu der ich fahre, mir direkt die warme Hose anziehe. Könnte natürlich auch zu warm sein dann für die nächsten kommenden Anstiege. Aber ein paar Minuten habe ich noch, mir darüber klar zu werden. Und während ich über meine Klamottenwahl nachdachte, war Nick schon ein ganzes Stück weiter und hat sich aber auch ein paar Fragen gestellt. Wunderschön, so in der Abendsonne. Rollt sich jetzt ganz gut. Aber meine Beine sind schon ziemlich K.O. Also wenn es nachher auf den hohen Berg rauf geht heute Nacht oder jetzt gleich, bin gespannt. Geht bis auf 1,4 hoch. Jetzt bin ich auf 550. Wird spannend, bleibt spannend. Mal sehen, was ich heute Nacht mache. Kurz vor dem Nationalpark habe ich auf jeden Fall nicht das gemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, in eine Tankstelle zu gehen und mich da für die Nacht einzudecken. Gelandet bin ich dann aber in einem Supermarkt. Da habe ich nämlich ein paar andere Leute gesehen. Ich wollte mir Cola kaufen, habe aber keine gefunden. Mal schauen, wie es ohne Koffein durch die Nacht geht. Ja, Leute, es wird dunkel. Und meine Pause habe ich mir so gut geplant und alles vergessen. Naja, so ist das, wenn man dann plötzlich am Supermarkt alle sitzen sieht und vom eigenen Plan abweicht. Ich bin durch den Nationalpark im Dunkeln gefahren. Bei Nick war es noch hell und er konnte die Landschaften um sich herum sehen. Durch den Nationalpark bin ich mit einer anderen Person zusammengefahren. Wir haben uns kurz vorher getroffen und dann fanden wir es beide ganz angenehm, wenn wir gemeinsam durch den Nationalpark, wo es eben Bären und Wölfe gibt, fahren und da nicht allein sind. Danach hat er sich hingelegt und ich bin weitergefahren. Und mit der Grenze zu Kroatien wurde es hier rumpliger. Nick hat das hier mal festgehalten. Von dem Geholpere habe ich nach und nach immer mehr gesehen, denn bei mir setzte hier die Morgendämmerung ein. Das war auf jeden Fall kein Easy Rolling Gravel mehr. Das ganze Geholpere brachte mich an meine Grenzen. Genau genommen war ich richtig kurz davor, aufzuhören. Der Grund waren Schmerzen. Also ich war sehr sicher, ich fahre noch bis zur Brücke, einmal auf die Insel Kirk und dann nehme ich den kürzesten Weg nach Triest. Kirk hatte ich nämlich aus dem letzten Jahr vom Seven Serpents richtig holprig in Erinnerung und das würde ich nicht durchhalten. Ich bin auf der ersten Insel.
Ich finde es tatsächlich immer wieder, wenn ich das sehe, ganz schön erschreckend, weil ich es halt nicht so gemerkt habe. Also klar, ich war müde, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich so komisch spreche. Und mit der Brücke wollte ich es eigentlich dabei belassen und irgendwie nach Rijeka fahren, um da irgendwie zurück nach Trieste zu kommen. Aber dann war da die Media Crew und Bruno. Und dann sage ich natürlich nicht, ich höre jetzt auf. Sondern ich bin dann einfach mal weitergefahren. Jetzt habe ich mir gerade neue Sonnencreme ins Gesicht geschmiert, vorher das Gesicht gewaschen. Das hat ganz gut, da die Salzkrusten runterzukriegen. Und jetzt hoffe ich, dass es nicht zu rough wird hier auf Kirk. Das war auch der Grund, warum ich scratchen wollte vor der ersten Insel. Ich hatte echt Angst vor diesem groben Schotter, vor steilen Abfahrten, weil immer wenn es steil und grobe Steine waren, da muss ich natürlich viel bremsen. Und beim Bremsen habe ich so einen Punkt, der seit dem Seven Serpents 2022 wehtut. Es ist zwischen Schulterblatt links und Wirbelsäule. Und aus meinen Erfahrungen vom Seven Serpents wusste ich, dass auf der Insel der Schotter nicht besser wird. Zum Glück war es dann aber nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, und ich konnte relativ schmerzfrei weiterfahren. Nick hat von der ersten Insel gar nichts gesehen. Findet er mega schade, auch im Nachhinein immer noch. Sagt er, das hätte ich so gerne gesehen. So, guten Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 6. Haben jetzt gerade alle die erste Fähre genommen. 5:45 Uhr von der Insel Krk auf die Insel Kres. Wir sind jetzt, ich glaube, zu 5, die es bis auf die Fähre geschafft haben. Die nächste fährt erst in 1,5 Stunden. Meine Beine sind matsch. Auf der Fähre gab es ein Croissant und eine Cola. Hab mir noch 2 Snickers und Wasser eingepackt. Ja, jetzt erstmal 43 Kilometer auf der Insel Kres. Gegen 9 Uhr am Vormittag habe ich mich mal kurz hingelegt für 5 Minuten. Eigentlich wollte ich irgendwie 15 Minuten schlafen, aber dann war mir doch zu kalt auf dem Steinboden. Kurz die Augen zumachen hat schon mal ganz gut getan. Ich habe kurz probiert zu schlafen. Da drauf. War aber von unten so kalt. Und jetzt fahre ich weiter. Schön hier. Kurz vor der Fähre, in einem langen, heißen Anstieg, habe ich mich nochmal hingelegt und da habe ich mir keinen Wecker gestellt. Ich dachte, was der Körper sich jetzt nimmt, nimmt er sich. Was er braucht, nimmt er sich. Und dann hat aber nach irgendwie 3 Minuten oder so, hat der Körper einmal so gezuckt, wie das ja manchmal ist beim Einschlafen. Und dann war ich wieder wach und dann ging es weiter. Zu dem Zeitpunkt war Nick schon fast im Ziel. Er kam in Triest an, als ich ungefähr an der 2. Fähre war. Bevor es für mich aufs Festland ging, war ich noch mal ziemlich müde. Ich habe mich noch mal kurz hingelegt. Boah, ich bin richtig müde. Mal sehen, was das wird. Ich will es gerne hinter mich bringen. Und dann geil schlafen. Auf der 2. Fähre habe ich mir ausgerechnet, wie lange ich noch brauchen würde bis zum Ziel. Bevor es zum letzten Checkpoint geht, sehe ich gerade, dass der Akku fast leer ist von der GoPro. Die war wohl mal an. Bevor es jetzt zum letzten Checkpoint geht, rollt es hier auf der Küstenstraße ganz gut. Hier lassen sie also ein paar Kilometer weg spulen und dann wird es anstrengend. Und ja, Nick ist schon im Hotel und er isst jetzt Pizza. Und ich muss noch, keine Ahnung, 7 Stunden Rad fahren. Gut, dass ich nicht wusste, dass es doch etwas länger dauern würde. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich wohl noch ein paar Stunden in ein Hotel gelegt.
Zum Abschluss des Videos haben wir noch 7 Tipps für Seven Serpents Quick Bite. Erstens, nicht zu früh freuen. Am Anfang ist alles noch Easy Rolling Gravel gemixt mit Asphalt. Später wird es aber richtig holprig und auch unwegsam. Tipp Nummer 2, unbedingt die Fährzeiten checken. Macht's nicht wie ich habe sie einmal vorher im Internet angeschaut und an der Fähre gar nicht mehr auf den Plan geguckt. Das heißt, mir ist genau genommen eine Fähre vor der Nase weggefahren, die ich locker hätte bekommen können, aber ich wusste einfach nicht, dass sie fährt, weil ich nicht auf den Plan geschaut habe. Das heißt, schaut euch vorher an, wann die Fähre fährt, schaut an der Fähre nochmal auf den Plan, um nicht wie ich 1 Stunde zu warten auf die nächste. Tipp Nummer 3, unterschätzt den letzten Anstieg nicht. Der hat es nämlich ganz schön in sich. Der ist nicht nur steil, der hat losen Schotter. Es gibt nichts, wo man das Wasser auffüllen kann. Die Sonne knallt. Das war bei Nick der Fall, bei mir nicht. Ich war da im Dunkeln. Man braucht einfach ziemlich lange, bis man oben ist. Und muss auch mal schieben. Tipp Nummer 4. Auch wenn es das lange Remote-Stück gibt, wo man nichts zu essen und zu trinken bekommt, muss man trotzdem auch auf den Inseln aufpassen. Ich bin nachts über Insel Krk gefahren und da hatte einfach nichts offen, keine Bar, kein Restaurant, man hat kein Wasser bekommen und mein Wasser war fast leer während der Fahrt und das war echt ein Problem. Tipp Nummer 5, der ist eher für die Schnellen unter euch und zwar geht es konkret um den Abschnitt auf der Insel Cres zwischen den beiden Fähren. Bei uns war es so, dass nach Ankunft auf der Insel Cres man 1,5 Stunden bis zur nächsten Fähre Zeit gehabt hätte, um das zu schaffen. Rein von der Streckenlänge könnte man denken, das klappt. Allerdings ist das Stück dann doch ein bisschen rougher und die Anstiege ganz schön steil, sodass selbst wenn man richtig viel Energie reinsteckt, das nicht in diesen 1,5 Stunden schafft. Deshalb wäre mein Tipp, wenn ihr die gleiche Strecke habt, genießt die Zeit auf der Insel und spart eure Körner für den nach der Insel kommenden steilen, langen Anstieg und versucht das nicht in 1,5 Stunden zu machen, sondern nehmt eine Fähre später. Tipp Nummer 6, die kleinste Stadt. Auf der Karte geht man davon aus, dass es wirklich nur eine Straße ist, man kommt gut durch. Man ist vor Ort und plötzlich ist man total verwirrt, weil kleine Gassen in den Häusern vorbeigehen und durch kleine Durchfahrten man durch muss und der Blick aufs Navi verwirrt einen einfach noch mehr, sodass man gar keinen Durchblick mehr hat, wo genau man lang muss. Deshalb mein Tipp, fahrt einfach, ihr werdet da schon irgendwie durchkommen. Ich kann nur für mich sagen, ich war richtig hart genervt, weil ich den Weg nicht gefunden habe und mein Navi mich noch mehr verwirrt hat. Deshalb einfach durchfahren und ihr werdet das schon schaffen. Ich kenne das Problem auch schon vom Seven Serpents. Da führte die Route nämlich auch durch diesen Ort und ich war irgendwann drin und dann habe ich nicht mehr rausgefunden. Das hat ewig gedauert und ich war super verwirrt, aber irgendwann schafft man es. Vielleicht habt ihr auch Glück und die Media Crew ist vor Ort und ihr bekommt ganz viele Fotos. Tipp Nummer 7. Vergesst nicht, das Ganze zu genießen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass ihr Spaß auf dem Rad habt, auch wenn es ab und an sicherlich mal Typ 2 Spaß sein wird. Schön ist zum Beispiel, sich mal mit anderen zu unterhalten und auszutauschen, den Blick schweifen lassen über die schönen Landschaften oder auch einen netten Kaffee zu genießen.